Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der deutschen Infanterie aus dem Zweiten Weltkrieg, frühe Kriegsjahre von Masterbox im Maßstab 1:35. Das Figurenset ist in der zweiten Jahreshälfte 2016 erschienen, ist also ziemlich neu und beinhaltet 5 deutsche Infanteristen aus den frühen Kriegsjahren, die, ich sag mal, so eine Art Kampfpose haben. Also die sind nicht gerade am Rumballern, aber man sieht schon, dass sie sehr angespannt sind. Früher war es ja immer so, dass die Kampfposen eigentlich viel zu häufig waren und man wollte immer mal Figuren haben, die nicht gerade ein Gewehr abfeuern. Heutzutage ist es fast ein bisschen andersrum. Man findet, glaube ich, mehr entspannte Posen als Kampfposen. Deswegen ist das eine ziemlich schöne Bereicherung, wie ich finde. Auf der Rückseite von der Schachtel findet man dann so eine Art Bauanleitung. Man sieht die Figuren hier von 2 Seiten und dann sind hier die Teile benannt. Ja, und hier ist auch noch eine Tabelle mit Farbangaben zur Bemalung für Vallejo und Live Color. Ja, ich denke, die meisten Leute wissen, wie sie ihre deutschen Uniformen am besten bemalen. Hier haben wir dann eine Übersicht mit den beiden Gießästen und auch welche Nummern die einzelnen Teile haben, dass man sich da ein bisschen zurechtfindet, denn Masterbox hat meistens bei den Figuren die Nummern nicht am Gießast, also man müsste das da vergleichen, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Die Figuren sind so unaufwendig zum Bauen, da braucht man eigentlich gar keine Bauanleitung, das ergibt sich von selber. Die beiden Gießäste sind in so einer wiederverschließbaren Tüte verpackt, das finde ich eigentlich ganz gut. Die Schachtel an sich, die ist immer sehr dünn bei Masterbox. Wenn man da mehrere übereinander stapelt, dann zerdrückt es die Schachtel unten immer. Das ist jetzt nicht so toll. Bei Figuren aber eigentlich kein größeres Problem, da geht selten viel kaputt. Am Hauptgießast findet man dann die Figurenteile. Am anderen Gießast ist dann mehr die Ausrüstung zu sehen. Wie man sieht, immer in einem Bereich sind die Teile für eine Figur, also der Bauplan ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Man sieht, es sind sehr wenig Verbindungspunkte zum Gießast, das spart uns einige Arbeit beim Versäubern. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann hier und da ein paar kleinere Fischhäute erkennen, aber nichts wirklich Dramatisches. Der Faltenwurf an den Uniformen ist sehr schön wiedergegeben. Ja, auch an der Jacke und so alle möglichen Knöpfe dran, die da auch hingehören. Die Gesichter sind besonders schön. Der hier, der sieht etwas verzweifelt aus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Auch der kniende Schütze. Sehr schön. Sieht gut aus. Da hat Masterbox nochmal eine Schippe draufgelegt, was die Detaillierung angeht. Das sind wirklich sehr hübsche Figuren. Ist auch sehr wenig Grat an den Teilen. Normalerweise ist da Masterbox ziemlich groß drin, dass da immer so eine schöne Trennlinie den Teilen entlang läuft, aber das ist jetzt hier eigentlich sehr gering, finde ich gut. Muss man nicht so viel rumschleifen. Ist ja auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Sieht aus, als ob der ruft. Echt gut. Das stört mich zum Beispiel bei so teuren Figuren wie Alpine ein bisschen. Da sind die Gesichter immer sehr neutral, beziehungsweise die sehen eigentlich alle gleich aus. Aber hier sind die Unterschiede sehr groß. Da hat man wirklich das Gefühl, man hat mit Individuen hier zu tun. Hier am Fernglas hängt ein bisschen überschüssiges Plastik drin. Das ist jetzt nicht so schön, aber andererseits, das ist auch wirklich der einzige Mangel, den ich hier erkennen kann. Also kann man vernachlässigen. Ist noch ein schönes Detail. Der trägt eine Armbanduhr. Finde ich eine nette Sache. Ist auch schön zum Bemalen. Der zweite Gießast beinhaltet dann viel von der Ausrüstung. Es liegen auch mehr Teile bei, als man für die 5 Figuren bräuchte. Man hat alle möglichen Ausrüstungsgegenstände, die da auch eigentlich nicht dazugehören. Das ist so ein Standard-Gießast, den Masterbox einpackt. Zum Beispiel das StG 44, das ist jetzt
für die Figuren nicht so ganz passend. Nicht so weise finde ich jetzt hier die Art und Weise, wie die Helme befestigt sind. Das ist hier immer seitlich doch eine sehr dünne Kante, die man da versäubern muss. Da glaube ich, hat man bestimmt Probleme später. Weil ab und zu bricht es aus oder ja, man schleift dann zu viel weg, was natürlich die typische Form von den Helmen zerstört. Das finde ich nicht so gut. Aber ich neige dazu, die Helme meistens durch Helme von Dragon zu ersetzen, die überbleiben. Und hier liegen auch einzelne Eierhandgranaten bei. Finde ich gut. Kann man immer brauchen. Hier dann die typischen Stierhandgranaten, Patronenkisten, Gasmaschenbehälter, was man eben so alles brauchen könnte. Russische PPSH Maschinenpistole liegt auch bei. Echt eine nette Sache. Ja, auch kleinere Pistolen, finde ich, ist sehr nützlich, kann man auch für Verschiedenstes verwenden, zum Beispiel um Figuren von anderen Herstellern, die vielleicht nicht so toll detailliert sind, aufzuwerten oder ja, als Zuladung für verschiedene Fahrzeuge. Also es ist immer nützlich, da mehr als genügend Teile zur Verfügung zu haben. Ja, bei 2 Gise-Ästen kann man sich nicht wirklich viel anschauen. Das, was man aber sieht, ist sehr schön. Also ich habe da äußerst wenig Mängel erkennen können. Die Figuren sind sehr schön detailliert, einfach zusammenzubauen. Es sind mehr als genügend Ausrüstungsteile bei, die man später für alles Mögliche verwenden kann. Der Preis ist mit um die 10 Euro auch sehr attraktiv für 5 Figuren. Also ich finde hier wirklich keinerlei Kritikpunkte. Die Posen sind auch sehr schön. Vorgehende Infanterie in so, ich sag mal, auch stark angespannten Posen. Ist jetzt auch nicht so häufig, finde ich eigentlich ganz gut. Besonders gefällt mir hier jetzt der Unteroffizier, der mit dem Fernglas so in die Ferne späht und hier so seine Maschinenpistole so festhält. Das finde ich die interessanteste Pose hier drin. Und alle anderen sind normal, aber auf jeden Fall sehr nützlich und brauchbar. Die Bauanleitung ist jetzt hier sehr einfach gehalten, aber wie schon erwähnt, es ist eigentlich nicht wirklich notwendig, da weiter ins Detail zu gehen. Es ist eigentlich selbsterklärend. Die Bemalungsanleitung ist jetzt auch nicht so der Renner. Ich denke aber, dass viele wissen, wie sie da vorgehen müssen. Und die es nicht wissen, ich kann hier noch ein Buch empfehlen. Deutsche Uniformen von Jean de Lagarde. Das ist zum einen für Sammler sehr interessant, aber eben auch für Modellbauer, weil man da einfach mal sieht, wie die Uniformen so in Natura aussehen. Das kann ich euch noch empfehlen. Ich schreibe euch die ISBN-Nummer noch in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr das mal nachschauen. Das ist ein sehr kostengünstiges Buch und hat mir immer sehr viel geholfen. Das wäre es auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auch wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.